Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen veganen Rezeptvideo von mir. Probiotische Pflanzensäfte stärken die Darmflora und somit das ganze Immunsystem, das zum Großteil vom Darm beeinflusst wird. Die fermentierten Säfte können so gegen verschiedene Lebensmittelintoleranzen wie zum Beispiel Laktoseintoleranz, Pilzbefall oder Blasenentzündung helfen. Fermentierte Säfte enthalten Milchsäurebakterien, Enzyme und eine Fülle an vorverdauten Nährstoffen. Sie bieten eine optimale Ergänzung zu frisch gepressten grünen Gemüse-Wildkräutersäften, denn frisch gepresste grüne Säfte wirken umfassend auf den gesamten Organismus. Da sie nur nähren und versorgen, aber nicht belasten, versetzen sie den Körper in eine Art Entgiftungsmodus. Wildkräutersaft wie zum Beispiel aus Löwenzahn aktiviert einerseits Leber und Galle, kräftigt andererseits aber auch Zähne und Zahnfleisch. Und Petersiliensaft zum Beispiel schützt Augen und Nieren. So wird Petersiliensaft zur Regeneration der Blutgefäße, zur Förderung der Blutbildung und zur Auflösung von Nierengrieß verwendet. Und sie sind wie die Wildkräuter voller Chlorophyll, und in Wildkräutern stecken eben die gesunden Bitterstoffe, basische Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zu den frisch gepressten grünen Gemüsesäften an und wie man diese schmackhaft machen kann. In diesem Video stellen wir den fermentierten Saft aus Rotkohl und aus Weißkohl her. Wir geben jetzt die Hälfte eines Bio-Rotkohls in meine alte Küchenmaschine und raspeln diesen sozusagen klein darin. Man könnte ihn natürlich auch per Hand auf einer Gemüsereibe raspeln. Sobald das getan ist, geben wir den Rotkohl jetzt in ein großes Glas. Noch besser wäre es für die Menge, diese auf 2 große Gläser aufzuteilen, damit wir möglichst viel Saft daraus erhalten. Wir drücken dann den Rotkohl mit dem Löffel erstmal richtig schön fest an und werden ihn dann am Ende mit einem Glasbeschwerer nochmal runterdrücken. Leider ist dieser Glasbeschwerer etwas klein für das große Glas, aber er erfüllt trotzdem einigermaßen seinen Zweck. Wir geben jetzt in 1 Liter dampfdestilliertes oder Osmosewasser einen Teelöffel Natursalz. Normalerweise würde man 2 Teelöffel Natursalz in 1 Liter Wasser geben, sodass wir eine 2%ige Salzlake erhalten. Aber dann würde der Saft hinterher viel zu salzig schmecken. Deswegen funktioniert das auch mit einem Teelöffel Salz. Das Gemüse würde sogar auch ohne Salz fermentieren. Allerdings müsste man dann sehr stark auf Hygiene achten und die Gläser vorher gut auskochen. Aber selbst dann könnte es zur Schimmelbildung kommen. Deshalb verwenden wir wenigstens 1 Teelöffel Salz für den zu fermentierenden Rot- und Weißkohl. Aber jeder ist dazu herzlich eingeladen, die Fermentation auch ganz ohne Salz zu probieren. Wir lassen 1 cm am Rand oben frei, damit beim Fermentieren nichts überläuft. Jetzt läuft die gleiche Prozedur mit dem Weißkohl ab. Auch von dem nehmen wir eine Hälfte eines Bio-Weißkohls und raspeln den ganz klein. Und wie gesagt, in beiden Fällen wäre es besser, jeweils 2 große Gläser zu verwenden für die Menge und diese jeweils nur zu maximal einem Viertel mit dem Gemüse zu füllen. Denn dann erhalten wir sehr viel mehr Saft am Ende. Denn fermentierte Säfte sind nochmal ein ganz anderes Level für unsere Gesundheit. Allein schon der Weißkohl selber ist Lebensmittel und Medizin in einem. Denn als Lebensmittel liefert er Nähr- und Vitalstoffe und als Medizin liefert er Heilstoffe. Seine Spezialität sind der Magen-Darm-Trakt. Sind hier Geschwüre vorhanden, dann heilt der Weißkohl sie nicht selten binnen weniger Wochen. Da er außerdem stark antioxidativ und entzündungshemmend wirkt, kann er überdies zur Krebsprävention sowie verstärkt bei fast allen chronisch entzündlichen Krankheiten verzehrt werden. Die antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften des Weißkrauts sind bereits für sich schon außerordentlich wirksam in Sachen Krebsprävention und Krebsbekämpfung. Gesteigert wird die krebsfeindliche Wirkung des Weißkohls jedoch zusätzlich noch mit Hilfe seiner Glucosinolate. Das sind Senfölglykoside. Sie unterstützen beispielsweise die körpereigenen Entgiftungsfähigkeiten und sorgen auf diese Weise für eine geringere Toxinlast der einzelnen Zelle und somit für eine geringere Krebsanfälligkeit. Hier sehen wir das Ergebnis der Fermentation nach einigen Tagen. Wir sehen halt diese kleinen Luftbläschen. Wir sollten das Gemüse mindestens 8 Tage lang fermentieren lassen. Je länger fermentiert wird, umso mehr probiotische Milchsäurebakterien bilden sich. Hier haben wir nach 8 Tagen jetzt schon mal die oben schwimmenden Teile des Gemüses in den Salat gegeben und nach etwa 10 Tagen könnte man den Saft dann schon abseihen und der Saft selber wird auch weiter fermentieren, wenn man ihn nicht im Kühlschrank lagert, sondern einfach weiterhin in einem Glas im Küchenschrank. Hier haben wir jetzt einfach den größten Teil des Saftes schon mal abgeseit durch ein Sieb. Der Rotkohl hat natürlich die gleichen gesunden Eigenschaften wie der Weißkohl, denn auch er gehört ja zu den Kreuzblütlern und enthält diese Senfölglykoside. Jedoch stecken im
Rotkohl aufgrund seiner violetten Tönung zusätzlich die Anthocyane. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, also Flavonoide, die zu den Antioxidantien gehören. Und diese helfen unseren Zellen, sich vor oxidativen Stress zu schützen. Hier zeige ich, wie man den Saft jetzt noch verarbeiten könnte. Man könnte jetzt noch etwas von meinem reinen Osmosewasser hinzugeben und dann mit Glycin süßen. Glycin ist eine Aminosäure, die vor allem zur Bildung von Kollagenen, des roten Blutfarbstoffes, der Gallensäure und der DNA benötigt wird. Glycin ist außerdem zur Synthese der Aminosäuren Glutathion und Kreatin erforderlich. Glycin ist also eine süß schmeckende, funktionelle Aminosäure mit weitreichenden Effekten im Körper und in kleinen Mengen kann man sie prima zum Süßen benutzen. Dadurch, dass wir den Saft also mit etwas reinem Wasser gestreckt haben und mit dem Glycin gesüßt haben, schmeckt er richtig lecker. Und man merkt von dem leicht salzigen Geschmack kaum etwas. Fermentierte Säfte, gerade aus Kohl, erst recht aus Rotkohl, der auch noch diese gesunden Anthocyane beinhaltet, sind unglaublich gesund für uns, denn sie enthalten nicht nur Milchsäurebakterien, Enzyme und eine Fülle an vorverdaten Nährstoffen, sie wirken regenerierend auf die Darmflora und verbessern die Nährstoffaufnahme, sie stärken das Immunsystem, sie wirken basenbildend, somit einer Übersäuerung entgegen und ausgleichend auf den Säurebasenhaushalt, sie verdrängen die schädlichen linksdrehenden Milchsäuren aus den Zellen, die übrigens durch eine kohlenhydratlastige Ernährung entstehen, welche die Atmungsfähigkeit und die Aktivität der Mitochondrien in den Zellen herabsetzen. Ein sauerstoffarmes, säurehaltiges Milieu ist die Basis für chronische, degenerative Krankheiten wie Krebs. Die gesunde rechtsdrehende Milchsäure aus den Fermentationssäften verdrängt die linksdrehende Milchsäure aus den Zellen und ermöglicht die Aufnahme von Sauerstoff durch die Mitochondrien. Krebszellen verlieren dann ihr Bedrohungspotenzial, wenn ihre Mitochondrien wieder atmen können. Durch den Einzug von Sauerstoff hören sie dann auf, aggressive Krebszellen zu sein. Und da bei jedem Menschen täglich Krebszellen entstehen, ist eine kohlenhydratarme Ernährung eine heilsame Basis. Und dies wird auch gerade durch die Fermentationssäfte gewährleistet, denn während des Fermentationsprozesses erfolgt eine gesundheitsförderliche Verwandlung, bei welcher der Fruchtzucker aus dem Gemüse größtenteils abgebaut wird. Wenn wir daher unser Gemüse frisch entsaften, verwenden wir sowieso nur zuckerarmes Gemüse, Kräuter, Wildkräuter, Sellerie und so weiter. Wir vermeiden in jedem Fall Obst oder stärkehaltiges Gemüse wie Karotten zum Beispiel, weil diese Säfte sonst aufgrund der fehlenden Ballaststoffe sehr schnell den Blutzuckerspiegel erhöhen würden. Deshalb bieten eben gerade auch diese Fermentationssäfte eine optimale Ergänzung zu den grünen Gemüsesäften, weil während des Fermentationsprozesses eventueller vorhandener Fruchtzucker größtenteils abgebaut wird. Denn unter anaeroben Bedingungen beginnen die Milchsäurebakterien, den im Gemüse enthaltenen Zucker in Milchsäure umzuwandeln und dieser Prozess dient ihnen als Energiequelle und gleichzeitig entsteht ein saures Milieu, in welchem nur sie gedeihen und unerwünschte Fäulnisbakterien nicht in der Lage sind zu überleben. Und die Anthocyane im fermentierten Rotkohlsaft wirken entzündungshemmend und können präventiv gegen Krankheiten wie Typ-2-Diabetes oder Arthritis eingesetzt werden. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.